Willkommen zurück zu einer neuen Anleitung von mir für euch. Für dieses asymmetrische Tuch benötigen wir zuallererst einen Fadenring. Den zeige ich euch jetzt gleich ganz langsam, also nicht gleich aufgeben und am Ball bleiben. Das Ganze häkle ich mit einem dreifädigen Farbverlaufsbobbel, der willkürlich die Farben wechselt, und einer Dreiernadel. Wir beginnen damit, den Faden zwischen Mittel- und Zeigefinger hindurchzunehmen, zweimal um den Daumen herum, und den Endfaden halten wir dann mit Ring und mit dem kleinen Finger fest. Dann gehen wir mit der Nadel am Daumen hindurch und holen uns den Spannfaden aus der Mitte. Dann holen wir uns den Spannfaden noch einmal für eine Masche, für eine zweite Masche und für eine dritte Masche. Und dann können wir auch schon den Daumen aus der Schlinge ziehen. Ganz easy. Wem das Ganze zu schnell ging, unten rechts am Bildschirmrand, zumindest vom PC aus, ist ein Zahnrad, da könnt ihr etwas langsamer stellen. So, und wir häkeln weiter in die Richtung, wo der lose Faden rauskommt. Und zwar um beide Fäden herum. Wir machen einen Umschlag, gehen um beide Fäden herum und häkeln dann ein Stäbchen. Noch ein Stäbchen. Dann haben wir optisch schon mal 3 und noch 2 zusätzlich, damit wir insgesamt 5 Stäbchen haben. So. Also mit den Anfangsluftmaschen haben wir jetzt optisch 5 Stäbchen. Und dann können wir am losen Faden zuziehen und haben dann schon mal eine schöne saubere Spitze. Als nächstes nehmt ihr euch am besten 2 verschiedene Maschenmarkierer hinzu. Den einen für die Seite mit den Zunahmen und den anderen für die neutrale Seite, wo wir gerade bleiben. Wir beginnen jetzt zuallererst mit der Seite mit den Zunahmen. Dazu häkeln wir 3 Luftmaschen, machen einen Umschlag und häkeln in diese Masche hier 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4 und 5. Das ist unsere Zunahmeseite. Hier stecken wir jetzt den Maschenmarkierer in die dritte Masche, in die mittlere. Und jetzt kommt die Seite, wo wir gerade bleiben. Einen Umschlag, 2 Maschen freilassen und in die dritte ein Stäbchen. Ein Umschlag und hier in dieses Endstäbchen, in die dritte Masche von unten, ein Stäbchen. Ein Umschlag in die erste Masche zurück, stecht ihr von vorne, geht ihr so nach hinten mit der Nadel hindurch und häkelt dann ein Stäbchen und nochmal einen Umschlag in die zweite Masche, ein Stäbchen. So, und jetzt haben wir 2 verkreuzte Stäbchen. So, da wir auf dieser Seite jetzt nicht zunehmen, wenden wir und mogeln uns 3 Maschen mit Kettmaschen zurück. 1, 2, 3. Dann kommen 3 Luftmaschen. Und nun 5 Stäbchen.
1, 2, 3, 4 und 5. Und auch hier stecken wir jetzt den Maschenmarkierer, der für die Seite, für die gerade ist, auch in die dritte Masche. Und dann häkeln wir zurück. Beim Zurückhäkeln achten wir nun darauf, dass wir immer 4 Maschen vor dem Markierer aufhören. Also jetzt hier am Anfang haben wir ja nur 4 über. Also machen wir hier jetzt wieder unsere 2 verkreuzten Stäbchen. 2 freilassen, in die dritte ein Stäbchen und in die vierte ein Stäbchen. Ein Umschlag zurück in die erste, ein Stäbchen und in die zweite, ein Stäbchen. So, dann können wir jetzt den Markierer rausnehmen. So, und das hier ist ja jetzt wieder die Zunahmeseite. 3 Luftmaschen und 5 Stäbchen direkt hier am Anfang in diese Masche. 1, 2, 3, 4 und 5. So, dann nehmen wir uns wieder den Marker und setzen diesen ins mittlere Stäbchen vom Fächer. So, hier genau das gleiche. 1, 2, 3, 4. Somit haben wir jetzt hier nur 2 Maschen, die behäkelt werden sollen. Und dort stechen wir in die hintere Lasche dieser Masche ein und häkeln jeweils ein Stäbchen. Dadurch habt ihr hier dann nachher einen Versatz und umso weiter ihr auseinander geht, umso mehr seht ihr diesen Versatz. Jetzt haben wir bis zum Marker nur noch 4 Maschen übrig und hier geht es dann wieder los, indem wir in die dritte ein Stäbchen, in die vierte ein Stäbchen, in die erste ein Stäbchen und in die zweite ein Stäbchen häkeln. So. Können wir auch hier wieder den Marker rausnehmen. Da das jetzt wieder die Seite ist, wo wir keine Zunahmen machen, mogeln wir uns jetzt wieder mit 3 Kettmaschen zurück. 1, 2, 3. Machen dann 3 Luftmaschen und häkeln wieder unsere 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. Den Marker wieder in die mittlere Masche setzen, also ins dritte Stäbchen. Hier sitzt der Marker drin, also haben wir auch hier jetzt wieder 2 Maschen zu behäkeln. In die hintere Lasche, so, jeweils ein Stäbchen. Und auch hier dann wieder in die dritte ein Stäbchen, in die vierte
ein Stäbchen, in die erste ein Stäbchen und in die zweite. Können wir den Marker wieder rausnehmen. Da das ja jetzt wieder die Zunahmereihe ist, machen wir hier direkt wieder 3 Luftmaschen und häkeln direkt in die erste Masche 5 Stäbchen. 2, 3, 4 und 5. Den Marker wieder in die Mitte setzen. So, und nun haben wir 4 Maschen zu behäkeln. Also jeweils ein Stäbchen pro Masche in die hintere Lasche nur. Die vordere bleibt unbehäkelt. 1, 2, 3, 4. Nee, noch eine. 5. So. Jetzt haben wir wieder unsere 4 freien bis zum Marker. In die dritte ein Stäbchen. In die vierte ein Stäbchen. In die erste. Ein Stäbchen und in die zweite. Und so geht es jetzt ganz langsam immer mehr Stück für Stück auseinander. Hier seht ihr nachher in der Mitte immer mehr Stäbchen, die versetzt nach hinten sind. Und hier bildet sich dieser schöne Rüschenrand. Auf der einen Seite gerade und auf der anderen Seite zieht dieser nachher einen Bogen. Im Grunde ganz leicht zu merken, sowohl links als auch rechts immer den Marker in die dritte, also in die mittlere Masche setzen. Ansonsten auf der Seite, wo wir die verkreuzten Stäbchen aufhören und die Seite haben, wo wir keine Zunahmen machen, einfach mit 3 Kettmaschen zurückmogeln. Auf der anderen Seite, wenn wir dort ankommen und unsere verkreuzten Stäbchen haben, dort einfach in die Spitze den Fächer. Bei den Zunahmen in die Spitze den Fächer und bei der Seite, wo es gerade bleiben soll, mit 3 Kettmaschen zurückmogeln. Eigentlich ganz simpel zu merken. Ansonsten ist der Rhythmus immer der gleiche. Fächer, verkreuzte Stäbchen. Hoch, Fächer, verkreuzte Stäbchen. Hoch, Fächer, verkreuzte Stäbchen. Also es kommt immer erst der Fächer, dann die verkreuzten Stäbchen am Ende. Ganz simpel gehalten. Und jetzt häkeln wir erstmal bis Pontius, bis euch der Schal lang genug ist oder das asymmetrische Tuch. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Zurück nach 121 Reihen ist der Schal für mich persönlich lang genug. Also ihr seid daran nicht gebunden. Ihr könnt ihn auch kürzer machen oder länger machen, wie jeder möchte. Ich zeige euch kurz den Farbverlauf. Eigentlich wiederholt sich das immer wieder. Wie ihr seht, bleibt es lange, schön schmal und wird dann immer und immer breiter, bis wir dann am Ende angekommen sind. Ich habe hier jetzt, wie gesagt, 121 Reihen gehäkelt und schreibe euch am Ende noch die Angaben rein, wie lang dieser Schal ist und die Angaben zur Wolle, Nadelstärke und Verbrauch, die findet ihr ja auch immer unten in der Info. Am Ende mache ich mir noch hier so süße kleine Anhänger, wie sie auch oft an den
Bobbeln zu finden sind. Sagen wir mal hier an die Spitzen. Einen unten an der Spitze, einen links und einen rechts. Ja, und ich hoffe, euch hat auch diese Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos, Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachwerkeln. Lasst die Nadeln glühen und ich hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao!